Naja, wir fahren ja jetzt wieder auf Tour und haben uns gedacht, wir nehmen euch einfach mal mit. Also es geht ja immer mit dem Einladen los, die ganzen T-Shirts, CDs und das ganze Equipment, Gitarren. Tja. Und dann geht's ab auf die Autobahn. My fire, go on. Alles klar! Nehmt auch die günstige Luft. Alles klar, brauchen wir Benzin? Die Nacht wieder dreimal aufgewacht, weil die Nase so zu war und ich mein ganzes Kissen voll gesabbert habe. Hi, grüß dich, Mario. Hallo, Naja, das erste, was ich mache, wenn ich am Club ankomme, ist meistens erstmal aufs Klo gehen. Ja, dann geht es ja auch meistens ans Ausladen. Meistens greife ich mir dann die Kamera, dokumentiere das alles ein bisschen. Da bin ich sowieso ein bisschen besser aufgehoben. Die ganzen schweren Sachen zu heben, das ist einfach nichts für mich. Und da geht auch nur was zu Bruch. Deswegen nehme ich mich da gerne raus. Gebe da meistens noch ein paar kluge Ratschläge. Die Jungs, die haben es nicht so gut. Also das klappt meistens nicht mit den Aufstellern aufbauen. Das muss gut gelernt sein. Da gucke ich einfach nochmal drüber, habe da noch ein Auge drauf und dann wird das meistens alles gut. Also das erste, was ich mache, ist, wenn ich ankomme, erstmal ein Bier aufmachen und erstmal gucken, wie alles so ist, was es so zu essen gibt, und nach so einer langen Fahrt immer, lassen wir dann trotzdem ganz schön down und ja, dann suche ich mir auch die ersten Aufgaben, Aufsteller aufbauen und immer nachfragen, was zu tun ist, weil man will ja nicht dumm rumstehen, das wollen sie auch nicht sehen. Halt ein bisschen hinterher sein und dann ein bisschen warm machen. Na, wenn wir dann endlich am Club sind, das erste, was ich eigentlich so mache, ich gucke erstmal, dass ich einen Kaffee kriege, aber vorher gehe ich lieber nochmal aufs Klo, weil gerade auf Tour, da haut so Kaffee schon mal besonders durch. Dann gucke ich mir die Bühne an, ist genug Platz für unseren ganzen Kram, können wir Backdrop hängen oder nicht, passen die Aufsteller hin. Ja, dann packe ich so den ganzen Technik-Scheiß aus, gucke, dass wir nicht was vergessen haben am Vorabend. Ne? Und ja, Simon baut dann schon sein Schlagzeug auf, die Mander-Jungs machen meistens so einen Soundcheck und ja, dann geht es für uns eigentlich auch los. Und ja, neben dem Konzert, das ist eigentlich so der Soundcheck, mein Highlight am Tag, die ganze Technik, das ist mein Hobby und da freue ich mich schon die ganze Busfahrt drauf. Also wenn ich am Club ankomme, haben wir ja in der Regel mindestens 2-3 Stunden Autofahrt hinter uns. Dann versuche ich mich erstmal wieder zu centern und probiere eben wieder zur Ruhe zu kommen. Ja, und vorher, um mich aufzuwärmen, mache ich dann natürlich immer meine Übungen und probiere diese Energie fließen zu lassen, die Energie des Ortes aufzunehmen, um das Ganze dann zu bündeln und nachher beim Auftritt auf den Punkt rauszulassen. Moin, ich bin Erik. Ich kümmere mich bei Deserted 4 um Merchandise und so ein bisschen TM, also Tourmanagement. Und jetzt seht ihr mich in meinem Reich. Neben dem eigentlichen Bums wie Merchandise ist es natürlich immens wichtig, sich auf Tour die Zeit zu vertreiben mit kulturell hochwichtigen Geschichten. Zum Beispiel waren wir vorhin in Stuttgart an irgendeinem Tümpel und haben Enten mit Grün unsere Haschkekse gefüttert. Ja, da hat man schon immer ganz schön viel Leerlauf bei den Konzerten, auch gerade beim Soundcheck. Da stehe ich meistens auch noch rum und warte, bis die fertig sind. Da wird ja auch 100 Mal auf die Snare drauf geschlagen. Für mich klingt das immer alles gleich. Und ich will sowieso dann immer einfach nur abrocken. Und das geht mir schon ganz schön auf die Nerven immer, das Gewarte, ey. Ja, ich bin der Alex, ich bin der Mischer von Deserted 4.
stehe meistens den halben Abend hinter Mischpult, die andere Hälfte trinke ich Bier und chill im Backstage ab. Und ja, das ist eigentlich ziemlich geil. Ja, das ist eigentlich mega sick mit so auf Tour. Manchmal ist es ein bisschen nervig, weil man in den Club kommt und irgendwie Leute schlecht vorbereitet sind. Da muss man immer viel rumkommunizieren und so. Und sonst ist eigentlich alles mega nice Tightness. Also auf Tour darf natürlich auch die Freizeit nicht zu kurz kommen, oder? Ja, auf jeden Fall. Und da versuchen wir eigentlich immer mal ein bisschen Sightseeing einzubauen. Gerade jetzt sind wir in der Schweiz. Wir als Thüringer, wir lieben ja die Natur sowieso. Und, oder? Schweiz? Schweiz ist immer eine Reise wert, ja. Freue ich mich eigentlich immer herzukommen. No. Ich finde halt, wenn man so viel unterwegs ist, sollte man das auch ein bisschen nutzen, sich ein paar Sachen angucken, die Städte oder ein paar Sehenswürdigkeiten. Ja, das machen wir gerne. Ja. Jetzt geht's los! So, meine Dehnübung noch machen. Das ist ganz wichtig, sonst vergreife ich mich immer im Kästchen. Ich hab dich auch lieb. Echt? Cool. Viel Spaß. Ja, mein Guter. Also nach dem Gig, da gehe ich erstmal Backstage, komme erstmal wieder runter, ziehe mir meistens mal was Trockenes an, nehme mir noch ein Getränk, warte bis die anderen Jungs endlich mal fertig sind mit dem Abbau. Das dauert ja immer ganz schön lange, die lassen sich immer ganz schöne feiern. Und dann gehen wir meistens immer zusammen schöne duschen. Jawohl. Hat mir auf den Fuß geschüttet. Ist ja gar kein Druck auf der Nille. Also ich sag mal, wir werden ja oft auf unsere Haare angesprochen, besonders ich jetzt. Auch in der Stadt mal abends, ne, Freitagabend in Jena. Die Mädels haben schon meistens eng gezwitschert, hast du schöne Haare und was machst du dafür? Ich glaube, das Geheimnis ist einfach nur Death Metal spielen, viel Headbang und naja, vielleicht unter der Woche nicht so oft waschen, ne? Ja, oder? Was sagst du? Ich wasche sie gar nicht mehr. Nur Nicht? noch zu Auftritten. Ach so, naja. Deswegen sind wir so lang geworden jetzt. Ja, halbes Jahr habe ich jetzt wachsen lassen. Echt jetzt? Halbes Jahr. Echt? Ja. Das ist ordentlich. Ja. Jungs, habt ihr mal noch ein bisschen Duschzeug? Wenn der Fabi nackt ist, dann fühle ich mich wohl. Dann weiß ich, das wird eine gute Show, weil er dann zufrieden ist, weil er ist. Und dann, wenn er nackt ist, dann ist er gut drauf. Und wenn er gut drauf ist, dann sind eigentlich immer alle gut drauf. Und er hat da auch gar keine Berührungsängste. Das finde ich am allerschönsten. Er nimmt einen auch mal nackt in den Arm und so. Ein schöner nackter Mann. Der Fabian. Ich habe das vor ein paar Jahren immer gemacht. Ich bin darüber hinaus. Ich will es nicht angeben, aber ich habe diesen ganzen Nacktscheiß erfunden, mitgeprägt. Und ich finde es gut, dass jetzt auch eine neue Generation ranwächst, die halt auch der das Nacktsein an sich wichtig ist. Nackt und Metal geht Hand in Hand, war immer so. Devil, mal eine ernsthafte Frage. Hast du eigentlich Heimweh auf Tour? Ja, ein bisschen denkt man da schon drüber nach, wie weit man von zu Hause weg ist und so. Was der andere Partner macht. Aber naja, es ist schon schön mal raus zu sein.
Ja, also wenn man jeden Tag irgendwo anders ist, da kann es schon vorkommen, dass man sich fragt, wo bin ich eigentlich heute und wo war ich gestern? Man fährt 150, 200 Kilometer 600, keine Ahnung. zwischen den Shows durchs ganze Land. Ja, sitzt man da, ne? Wie sah denn das jetzt aus gestern? Ne? Und jetzt bei der Tour war es auch so, da war jetzt oft noch Disco nach dem Konzert dort und auf der Reeperbahn fing es an in Hamburg und das zog sich dann so durch. Der rocht hier drinnen! Ich meine, da können schon mal ein paar Erinnerungen verschwimmen, ne? Passiert. Ist ja nicht tragisch. Nö. Dieses schöne Gefährt hier haben wir uns ca. 2012 gekauft. 2012? Doch, stimmt. Das kann gut sein. Bis jetzt hat er uns trotz ein paar Pannen gute Dienste erwiesen und naja, dann kommt mal mit, ich zeige euch das Innere. Hier ist eine Playstation, die oft benutzt wird. Da vorne, da wo das Lenkrad ist, da sitzt der Fahrer. Da haben wir hier drüben den Platz für den Bassisten und meine Ecke ist da ganz hinten. Da mein Kissen, ein Äpfelchen, das Buch lese ich gerade. Tolles Buch. Ja, und so sieht es hier aus. Also nach 4 Tagen darf das schon mal sein, glaube ich. Ansonsten, wir fühlen uns wohl. Man findet immer was Schönes. Naja, jetzt ist es auch schon wieder vorbei, die 8 Shows. Es ging echt mega schnell, hat super Spaß gemacht. Aber das war schon ein bisschen wehmütig, weil es schon wieder so schnell vorbei war. Und ja, morgen geht es in die Heimat, wieder selber kochen. Ja, und das schmeckt halt auch nicht so toll, wenn man es selber macht. Es war schon gut hier, wenn man verpflegt wurde mit allen. Ich werde schon sehr vermissen. Heimweh bei den paar Tagen eigentlich nicht. Ne? Es ist eher der große Schock, dann wieder nach Hause zu kommen. Ne? Kommst du rein, die Bude ist kalt, der Kühlschrank ist leer, kein Bier ist da. Ne? Ja, und die Jungs sind dann auch wieder fort. Ist schon komisch irgendwie.